Ein teilintegriertes Modell für 37.999 Euro auf Fiat Ducato Basis. Ja, da fragt man sich, denn geht denn sowas? Und wir sind gerade in Bielefeld und hier steht es, ja, exklusiv in Europa nur bei uns, 20 Modelle XGO Dynamic. Wir sind bei Palmowski und ja, die bieten ein solches Fahrzeug. Ja, sieht auf jeden Fall optisch schon mal super aus. Ich bin mal gespannt, was uns drinnen erwartet. Ja, es wird in Italien gebaut. Wir haben einen Fachmann neben uns, der wird uns gleich mal ein bisschen was erzählen. Der Hersteller ist Rimo? Der Hersteller ist Rimo, genau. Die Marke XGO, die gibt es exklusiv hier bei Palmowski bei uns in Bielefeld und in Magdeburg. Genau, das Fahrzeug besteht aus GFK, ein ganz wichtiger Punkt aktuell auch. Genau. Komplett oben und unten, auch Seiten, alles? Richtig, genau. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja ein ganz wichtiges Thema. Wenn er 38.000 Euro jetzt mal aufruft als Grundmodell, so wie er hier steht, ist er knapp 10.000 Euro teurer, hat aber ganz viele Extras drin schon. Genau, das Fahrzeug, wie es jetzt hier ausgestellt ist, verfügt über eine vollautomatische Satzschüssel, Markise, die zum Fahrzeug gut passt, Fahrradträger und so weiter. Also kriegen wir auf jeden Fall schon ein sehr gut ausgestattetes Reisemobil hin. Das ist so, also für unter 50.000 Euro ein teilintegriertes Reisemobil, xgo-deutschland.de. Ich habe eine große Heckgarage mit drin. Ja, Thema Zuladung, Chassis. Was für ein Chassis kann ich kriegen hier für das Fahrzeug? Aktuell die Basics sind immer 3,5 Tonnen. Haben wir so eine Zuladung immer zwischen 450, 500 Kilo, je nach Modell dann. Seit diesem Jahr gibt es dann auch die Möglichkeit, die Fahrzeuge mit dem 4,25 Chassis zu bestellen. Das geht? Das geht aktuell auch, ja. So, das heißt also, die Wahl ist schon, wenn man ja hier mit mehreren Leuten reist und ich sag mal, das Fahrzeug kann man ja ganz bequem mit 3, 4 Leuten bereisen, sollte man schon auflassen, ne? Also wir verkaufen die Fahrzeuge überwiegend mit dem 3,5 Chassis. Das geht. Das heißt, man muss da ein bisschen aufpassen, was man einpackt, oder? Genau. Klar, viele Leute sind ja nur zu zweit, muss man dazu sagen. Das heißt, dieser Wert von 3 Tonnen, da ist der Fahrer, glaube ich, schon mit drin, richtig? Richtig, genau. Das wäre jetzt der fahrbereite Zustand. Da ist dann immer ein Fahrer mit bei. Bisschen Sonderausstattung wie Gasflaschen, Dieseltank und Frischwasser. Denn ganz, ganz wichtig, Heckträger muss ja sein fürs Fahrrad. Wenn ich die Kinder mitnehme, dann soll ja auch ganz viel hinten noch mal rein. Es gibt ja viele sperrige Sachen, die gar nicht so schwer sind. Ja, das stimmt. Ich meine, es ist immer praktisch, sowieso das Fahrrad mitzunehmen. Dann kann man sein Wohnmobil mal stehen lassen und einfach mal so auf Entdeckungsreise gehen. Und man kommt ja auch an viele Orte gar nicht hin mit so einem großen Fahrzeug. Und deswegen sind Räder schon praktisch. Ja, ihr steht normalerweise jetzt auch auf dem Salon jetzt in Düsseldorf. Da wart ihr, glaube ich, auch mit eurer Marke, gell? Richtig, genau. Die Nachfrage ist gigantisch, oder? Leute kommen da, die können es gar nicht fassen. Ja, aktuell ist es tatsächlich so, dass die Anfrage sehr hoch ist. Wir freuen uns natürlich darüber. Mit den Xcos macht man so gesehen nichts falsch. Also viele kommen auf eine Messe, sehen die Fahrzeuge das erste Mal, sind begeistert davon, weil man halt für den Preis sehr viel Reisemobil bekommt, ne? Gut, die können ja auch die Reisemobile bauen, die Italiener. Da kommt das Chassis her, die haben unglaublich viel Erfahrung. Also Rimo ist unglaublich bekannt. Wenn man mal im Süden fährt, in Frankreich, in Italien, da fährt überall Rimo rum. Das ist richtig, ja. Und das ist das gleiche Werk quasi? Die kommen mehr oder weniger aus dem gleichen Werk, ja. Okay, und sieht man es. Das Riffelblech ist schon mit drin. Ich habe, die Zooösen sind schon mit drin. Ich sehe jetzt gar keinen großen Unterschied. Im Gegenteil, ich habe jetzt sogar mir mal so einen Verschluss mal angeguckt. Das ist schon unglaublich wertig gemacht, ja. Das heißt, ich habe also hier jetzt eine Schraube mit drin, habe jetzt hier 2 verschiedene Verschlüsse mit drin, also jetzt keinen Zentralverschluss, sondern das Ganze funktioniert gut und wir machen es einfach mal zu. Ist es jetzt die Möglichkeit, das mal zuzumachen? Ich glaube, ihr habt es im Moment für die Ausstellung, habt das? Doch, es geht, oder? Genau, also wir haben jetzt hier den Druckverschluss, den drückt man einfach rein. Genau, richtig. Das war's. Das war's, richtig, ja. Das war easy, oder? Ja. So, und hier hinten habe ich dann, da ist die Einspeisung drin. Wir gehen mal kurz rein, schauen uns das Fahrzeug einfach mal kurz an. Und ja, ein beliebtes Modell, denn es hat tatsächlich ein Hubbett mit drin. Es ist ein Neuwagen, Länge ist 6,94 Meter. Und so wie er hier steht, liegt er bei 46.881 Euro. Ja, was es alles mit drin hat, werden wir gleich mal zeigen. Es hat eine Fahrerhaus-Klimaanlage mit dabei, ein Designpaket, die Radiovorbereitung und. Ich blende es mal kurz ein für die Leute, Freunde des Standbilds. Und
Ja, gibt es bereits schon ab 37.999 €. Patricia, Farbe, erstmal hier die Markise oben drüber, das macht einen heimlichen Eindruck. Und dann habe ich hier natürlich die Aufbautür, das heißt, das ist so der Eintritt von Wohnmobil. Das ist ausreichend breit. Das ist definitiv ausreichend, ja. So, dann habe ich direkt mal eine Klappe mit drin, vielleicht schauen wir uns das mal an. Da habt ihr jetzt Zubehör vom Material mit drin, da ist ein Reifenkit mit drin und noch so Sachen wie jetzt ein Verdunklungskit, nehme ich an, oder? Ja genau, das ist jetzt ein Thermomattenset für die Frontscheibe vorne von innen zu montieren. Das packen wir da jetzt immer erst so mit rein für die Ausstellung, ja. So, wir gehen mal rein. Hier vorne habe ich natürlich eine Lampe mit integriert. Also eigentlich alles wie bei allen anderen. Ich habe einen belastbaren Boden, ich habe einen sehr tiefen Einstieg. Das heißt, ich brauche also für eben mal nebenbei, brauche ich auch keine Treppe, keine extra. Nein, das ist definitiv ausreichend so, ja. Da sind wir. Das Dekor ist schon mit drauf. Und natürlich, wenn die Italiener was können, dann ist es Design. Genau. Und das sieht aus, als wäre es echtes Holz, oder? Ja, das stimmt. Ich finde auch diese Arbeitsplatte von der Küche richtig schön. Und ja, dieses Weiße auf dieses dunkle Holz, das passt auf jeden Fall. Krass ist die Optik von den Möbeln. Also das sieht unglaublich wertig aus. Ja, da legen wir ja auch viel Wert drauf, weil die Fahrzeuge, viele denken, der Preis kann nicht sein, aber wir haben sehr viel Mitspracherecht, auch was nochmal Möbel, Optik und so weiter angeht. Und da gucken wir schon, dass das dann auch alles, sage ich mal, im Ausgleich ist. Ne? Ist auch sehr gelungen, unten hell. Dann, ich sag mal, die Weißtöne in Verbindung mit dem Braun, das wirkt ganz modern. Das wirkt auf jeden Fall nochmal ein bisschen heller und frischer alles und macht den Wagen nochmal bedeutend schöner, finde ich persönlich, ja. Ja, es ist tatsächlich ein Hubbett mit drin. Ich bin 1,80 Meter groß und ich kann komplett unter dem Hubbett stehen. Wir zeigen das gleich mal. Hier vorne habe ich die Einzelbetten. Die Einzelbetten sind, ich glaube, in Deutschland ein Riesenthema. Im Süden, da ist das Thema Bett, seitlicher Einstieg ganz, ganz gefragt und Querbetten auch. Also bei uns das gängigste Modell, das schauen wir uns jetzt gerade an. Die Einzelbetten, die kommen immer ganz gut. Klar, die Nachfrage geht auch nach dem Querbetten, aber das gefragteste Reisemobil ist bei uns dann immer der Dynamic 98 mit den Einzelbetten, ja. Das ist der hier, oder? Das ist genau der Wagen jetzt hier. Das heißt also, hier können 2 Leute nebeneinander liegen. Man kann das auch noch umbauen zu einer Spielwiese. Wenn du mal kurz reingehst, ja. Patricia. Ich habe unglaublich viel Platz in dem Auto. Das fällt mir direkt mal auf. Also wenn ich jetzt hier sitze, ich habe also jetzt kein beengtes Raumgefühl, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass dann hier die Türen diesen Hochglanz verspiegelt. Also ich hätte jetzt gedacht, jetzt wird es günstig, wenn ich hier reinkomme. Nee, gar nicht, oder? Nee, wie gesagt, also wir gucken schon, dass das alles soweit passt. Preis-Leistung definitiv top bei den Fahrzeugen ist, auch optisch viel hermacht. Da gucken wir dann auch immer ein bisschen mit, ja. Ja, es ist so ein Alkoven, ist angedeutet. Das heißt, ich habe eine gute Stehhöhe. Das heißt, das Fahrzeug geht nach vorne hin, wird es höher. Dadurch können auch große Personen unglaublich gut stehen. Und nach hinten wird es ein bisschen kleiner. Der Fernseher ist drehbar. Richtig. Der ist jetzt bei dem Paket, wie er hier steht, zu dem Preis ist der mit drin, der Fernseher? Das wäre jetzt ein komplett ausgestelltes Fahrzeug, inklusive automatischer Sat, der TV, Fahrradträger, Markise, für den Preis, den wir eben schon erwähnt hatten, von 46 und ein bisschen. Ne? Und wie gesagt, für den Preis, so ein so gutes ausgestattetes Reisemobil, gibt es so gut wie gar nicht, sagen wir es mal so. Ist da noch was verdient bei euch? Bitte? Ist da noch was verdient für euch dann? Oder es macht wahrscheinlich die Menge auch, oder? Ein bisschen. Macht die Menge definitiv, ja. Hier vorne gucke ich mal gerade. Hier habe ich unglaublich viele Fächer. Ja, es ist sogar ein Tresor schon mit drin, mit Bartschloss. Das heißt, der ist nicht so leicht zu knacken. Da habe ich ein bisschen Arbeit mit. Dann natürlich ein schönes Detail. Hier kann ich aufmachen und kann auch, ich sag mal, die Hunde drin lassen, die ich, also wenn ich jetzt einen großen Hund habe und so weiter, der könnte jetzt hier rein, da könnte ich jetzt ein Gitter davor machen oder ich kann auch einfach irgendwas rausholen, was ich eingeladen habe. Dann habe ich richtig große Betten wie im Hotel. Da ist der Fernseher montiert. Okay, das heißt, wenn ich jetzt natürlich zu den anderen Marken gehe, die ihr auch habt, so praktisch Hümer, Bürstner und Co.,
da ist das bei der Fahrzeuggröße, liegen wir schon so 10, 15, 20.000 Euro mehr, oder? Mindestens. Also mit der Ausstattung, vergleichbare Fahrzeuge wie Bürstner, Hümer, da liegt man definitiv weit über 15.000 bis 20.000 Euro, ja. So, ich habe viel Stauraum. Ist das fest im Winter, das Fahrzeug, wenn ich jetzt im Winterurlaub fahre? Ist das ein Problem? Es gibt die Option, also verbaut ist hier immer die Kombi 4 Gasheizung, reine Gasheizung. Wir haben die Möglichkeit, den Abwassertank mit einer Heizmatte auszustatten. Montagekosten dafür liegen knapp bei 199 Euro. Und Das ist dann auch beheizt, da kann ich einfrieren dann. ja, genau, richtig. Ja, über 12 Volt funktioniert das Ganze dann. Kippschalter im Fahrzeug, mit dem man das Ganze steuern kann. Und dann kann man auch im Winter mal los. So, ich schwenke mal ganz kurz hier rüber. Dann haben wir nämlich hier vorne das große Hubbett. Die Patricia hat schon mal geübt. Das Leder, Kunstleder, was drauf ist, ist unglaublich strapazierfähig und belastbar. Das heißt also Jeansabrieb und Co., wo viele ja Angst haben bei hellen Sitzen, ist gar nicht so schlimm, oder? Tatsächlich nicht. Also das Fahrzeug hier hat jetzt schon einige Messen auch mitgemacht. Und wie man sieht, Abrieb auf dem Leder gibt es jetzt gar nicht, nein. Ausstellungsstück. Das heißt, ihr habt die Fahrzeuge schon ganz lange, XGO, oder? Wir haben die Exos jetzt schon allgemein etwas länger, richtig. Wie gesagt, der Wagen hier, der hat uns auf einigen Messen schon begleitet und Polsteroptionen hier in dem Wagen, finde ich meiner Meinung nach, sieht immer noch neu aus, ja. Hier vorne sieht man auch, man hat Stauraum pur. Dadurch, dass ich ja, ich sag mal, das Hubbett in der Mitte habe, habe ich den kompletten Platz noch, einen riesen Raum noch mit drin. Ich kann hier zumachen, kann zuziehen, habe jetzt hier die Sitze, wenn du dich mal kurz hinsetzt, kann Face-to-Face machen. Jetzt kann man hier oben wahrscheinlich noch das Polster oben drauf machen. Wenn du mal gerade so lieb bist, das Polster mal oben drauf machst. Ich zeige mal gerade die Patricia. Ist das schön gemütlich? Ja, man kann hier auch den Tisch je nach Sitzposition verschieben. Und was an diesen Schränken sehr, sehr praktisch ist, wenn ich das Hubbett runterfahre, dann komme ich immer noch an diese Schränke dran. Und das erspart mir natürlich auch ganz viel Stauraum, ja. So, wir testen mal das Hubbett. Das hat einen Sicherheitsschalter, den zeigen wir mal gerade. Der ist wo? Da, und den muss man dann halt zur Tür ziehen und dann fängt es gleich an zu piepen. So, dann hört man auch schon, Jetzt das ist wie wissen wir, rückwärts dass es- einparken. Genau, jetzt wissen wir, dass es aktiv ist. Und dann habe ich hier oben meine 2 Schalter. In dem Fall muss ich dann runterdrücken. Genau, man kann das Hubbett in jeder nur erdenklichen Lage auch benutzen. Das machen wir gleich mal so weit, wie es irgendwie geht. Ja. Da kommt's. Okay. So, und Tiefer jetzt- geht es auch gar nicht mehr. Tiefer geht's nicht. Jetzt kämst du hier nicht drauf, aber Wir haben ja eine Leiter. wir haben eine Leiter, aber die brauchen wir jetzt nicht, sondern du gehst mal einfach das, was alle Kinder machen. Einfach da hinten rum. Du gehst da hinten rauf, gehst auf die Stützen drauf, du wiegst ja nur 51 Kilo, denn die Kids, so, gerade mal die Schuhe ausziehen und vielleicht vorher mal gerade das Piepsen ausmachen, das ist an der Seite, der Schalter. So, da ist es drin. Hat sie gut gemacht? Hat sie sehr gut gemacht, bis jetzt, ja. So, das heißt, aufs Hubbett kommt man nämlich auch ohne Leiter drauf. Einfach auf die Armlehne drauf So, und klappt. So, und jetzt die Größe. Du bist 1,67. 1,67, genau. Das ist das Ding in der Mitte, kann man, glaube ich, abmachen. Wenn du das mal kurz einfach löst, ein Klettverschluss. So, das zieht das auseinander. Und Gleichmäßig hochfährt und der Vorhang nicht stört. vorbeiguckt. Ja, genau. Okay. Ist riesig, oder? Ja, genau. Also ich habe auch hier noch meine Ablageflächen, gerade für nachts irgendwie das Handy oder das Buch oder die Lesebrille. Genau, also ansonsten kann man hier perfekt zu zweit schlafen. Also das ist auch super gemacht. Also auf der einen Seite ist es breit, auf der anderen Seite etwas schmaler. Und es ginge sogar noch tiefer, nämlich hier vorne bis hin, aber wir haben es jetzt mal nicht umgebaut. Denn man könnte jetzt theoretisch, wenn du jetzt mal gerade runter gehst und das Hubbett mal so lässt, man kann nämlich drunter jetzt noch sitzen, könnte was lesen. Oben könnte nämlich noch einer, ich sag mal, schon mal schlafen oder da auch was lesen. Man hat nämlich unten einen komplett benutzbaren Raum.
Inklusive Notausgang, ja. Genau, vor allem auch hier. Also hier habe ich keine Einschränkungen und ich habe den Vorteil, ich muss natürlich die Sitze auch nicht zusammenklappen zuerst, bevor ich das Hubbett runterlasse. Das kann ich alles schon in der Position machen, wenn die Sitze so sind. Cool ist auch, man kann alles oben liegen lassen, die ganzen Auflagen. Die Kinder können in der Mitte schlafen. Hinten habe ich die Einzelbetten mit drin. Also ein riesen Wohnmobil, was ich jetzt hier habe. Und hier vorne habe ich sogar noch eine Bank. Ja, ich fahre es mal gerade hoch für dich. Ja. Aber Warte, ich muss... genau, Schalter nochmal rein. Gut. So, es fährt hoch. So, jetzt ist Feierabend, stoppt automatisch natürlich. Ja, und jetzt habe ich praktisch wieder meinen kompletten Raum dabei. Genau, und ich habe eine optimale Stehhöhe. Also auch größere Personen würden sich hier zurechtfinden. Also ich bin 1,83, ich habe noch gute 10 cm Platz. Also selbst bei 1,90 kann man noch unter dem Hubbett runterlaufen. Ich habe noch die Schränke hier hinten noch. Das ist auch cool. Das heißt, normalerweise Hubbett heißt ja bei mir keine Schränke. Hier hat man Schränke. Ja, und die sind auch, wie wir schon gesehen haben, relativ groß. Ja, sie sind alle unter Spannung. Das ist interessant, da klappert nichts. Heißt, wenn du die zumachst, dann gehen die von selbst zu, Soft Close, und bleiben auch zu. Ja. Cool. Ja, viel gelernt. Ah, ja. Großes Licht mit drin. Und ich fasse nochmal zusammen. Also wir haben ein Hubbett mit drin. Und wir haben das Bad noch nicht gezeigt. Das Bad noch nicht gezeigt. Und wir haben die Einzelbetten mit drin, wo also locker mal 2 bis 3 Personen schlafen können. Und hier ist das Bad. Genau. Schauen wir mal rein. Ja, große Dusche mit drin. Auf jeden Fall. Gehen wir rein. Auch eine abgetrennte Dusche, ne? Komplett. Eine eigene Dusche mit drin, die ich nicht umbauen muss. Ja. Kann hier einfach aufmachen und hier zuziehen. Auch große Personen, wenn du noch mal kurz mit deiner Hand mal drüber hältst. Also da denke ich mal, ist so 1,90 Meter kein Problem zum Duschen. Ja, das stimmt. Wir haben auch hier ganz viele Ablageflächen für Shampoo, Duschgel und was man alles so benötigt. Und ja, also ich habe hier richtig viel Platz. Unten habe ich dann ein kleines Waschbecken mit drin. Und hier, das sieht aus wie ein Schrank. Let's try it. Oh Wunder, es ist ein Schrank. Ja. Und hier oben habe ich noch einen Schrank. Ein großer Spiegel mit dabei. Und natürlich ein Handtuchhalter. Schön. Die Toilette darf nicht fehlen. Eine Kassettentoilette von Tedford. Der Klassiker. Ja, alles ist drin. Ja, alles, was man braucht. Alles, was wir brauchen. Wir gehen mal raus, machen die Abmoderation, denn sag mal, wir haben jetzt viel gelernt, dass man für 46.881 € ein Fahrzeug bekommt mit dieser Ausstattung hier, Sattanlage drauf, Markise mit drauf, Hubbett mit drin. Der Motor 120 PS, ist der ausreichend am Berg? Also mit 3,5 Tonnen geht, oder? Definitiv. Also der 120 PS Motor von Fiat, immer 2,3 Liter, hat genug Drehmoment und Newtonmeter, um das Fahrzeug auch mal etwas zügiger nach vorne zu bringen, ja. Das ist so zur Not, man kann auch den großen Motor holen. Ist der Motor immer der gleiche? Ist das Software, oder die da kommt, oder sind das mehrere? Das heißt, es gibt auch den Motor in der Variante mit mehr Leistung. 140 PS, glaube ich. Genau, 140 PS gibt es bei dem Xgo noch. Das ist dann einfach nur umprogrammiert worden. Aber ansonsten genau der gleiche Motor, ja. Genau. Ja, viel gelernt. Noch nicht mal 50.000 €, die Mehrwertsteuer ist auch schon mit drin. Komplettes Reisemobil für bis zu, ich sag mal, realistisch 4 Personen, die da sind. Das passt. Aber die Zuladung, da muss man natürlich vorher wissen, ob man die aufgelastete Version haben möchte, weil mit 4 Personen und noch ein bisschen Gepäck könnte schon eng werden, ne? Ja, das stimmt. Ich denke, ideal reist man hier mit 2 Personen, da hat man auch richtig viel Platz. Aber wenn man dann doch mal die Kinder oder die Enkel mitnehmen möchte, dann fährt man das Hubbett runter und dann ist das natürlich auch eine Lösung. Ja, hier vorne ist es. Wir sind bei Palmowski in Bielefeld. Hier kann man das Fahrzeug sehen. Das Fahrzeug steht aktuell bei uns in der Ausstellung. Wir haben so gut wie alle 20 Fahrzeuge von Xgo derzeit hier in der Ausstellung, die alle jederzeit gerne besichtigt werden können. Ja. So, ihr habt also auch Kastenwagen habt ihr da. Ihr habt kleine Kasten, große Kasten. Es gibt auch einen voll integrierten von Xgo? Leider nicht.
Also teilintegrierte und Kastenwagen. Teilintegriert, Alkovenfahrzeuge und die Kastenwagen, genau richtig. Ja. Dankeschön. Danke auch.